Ein Panzer, der nicht heißt wie ein Tier. Ich weiß, deswegen sind wir alle hier. Wir sprechen heute über den Panzer IV. Willkommen in der Nordenplätzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute möchte ich mit euch über den aktuellen Panzer IV aus dem Hause Kobi sprechen. Die Limited Edition, die quasi eine Neuauflage des Kobi Set 2508 ist. Wir sprechen über die aktuelle Limited Edition Stand August 2024. Ich möchte mit euch heute in den Karton gucken und dann diesen Panzer hier bauen. Die 2591, der Panzerkampfwagen 4, Ausführung H in der Limited Edition. Freunde, kommt mit mir ganz schnell auf den Bautisch, dann schauen wir uns den Inhalt des Kartons an, der zu diesem Panzer wird. Eingedellt und einer Limited Edition nicht würdig liegt der Karton zum Panzerkampfwagen 4 in der Ausführung H, das Set 2591 hier auf meinen Bautisch. Natürlich aus der Historical Collection World War II im Maßstab 1 zu 28, 1310 Steinchen und 3 Minifiguren. Freunde, dieser Knick hier finde ich echt schade. Gott sei Dank bin ich kein Kartonsammler mehr, aber wenn man so viel Geld bezahlt, dann soll der Karton auch eigentlich ordentlich bei mir ankommen. Und wie ihr wisst, bei Limited Editions einzeln bestellbar kommt es in einer Umverpackung. Von daher verstehe ich überhaupt nicht, warum ich so einen eingedellten Karton von Kobi bekommen habe. Naja, schauen wir uns die Rückseite an. Also nicht wundern, wenn der Karton ein bisschen wackelt. Das liegt einfach daran, dass er zerknickt ist. Hier haben wir die Fakten zu unserem Panzer IV. Freunde, die den Kanal hier von mir kennen, wissen, dass ich dieses Fahrzeug sehr schätze und sehr mag. Hier haben wir ein Originalfoto in Schwarz-Weiß der Ausführung H. Erkennt man nämlich zum Beispiel ganz charakteristisch an den Seitenschürzen. Bei der Limited Edition haben wir natürlich wieder hier einen Motor, den wir rausnehmen können auf einem gelaserten Motorstand sowie den Typenstand, und wir haben hier extra Figuren, nämlich 2 Fallschirmjäger und unseren Panzerkommandanten. Das Ganze hat natürlich auch eine Limited Edition Zertifizierung. Da dürft ihr mal raten, welche es ist. Werden wir gleich sehen. Schreibt es mir in die Kommentare. Mit gleich sehen meine ich, wir lassen einmal hier unser Panzerchen fliegen und schauen uns dann den Inhalt des Kartons an. Ja, Freunde, da liegen die Tüten und die Anleitung sowie das Zertifikat hier auf meinem Bautisch. Und jeder, der 297 in die Kommentare geschrieben hat, der weiß dann auch, dass er recht hatte. Diese Nummer hat mein Limited Edition Set. Packe ich an die Seite. Hier sind noch die Steine drin, wahrscheinlich, die gelasert sind. Schauen wir uns aber später an, wenn wir das eigentliche Review machen. Wir wollen gucken, was wir hier an Steinentüten haben. Einmal die 4, einmal die 3, einmal die 1 und einmal die 2. Wie gesagt, wir haben hier viele Steine, 1310. Und leider ist die Anleitung hier auch wohl zu druckfrisch in den Karton gekommen, denn sie hat hier etwas abgefärbt. Das passiert bei Kobi immer mal wieder. Altersempfehlung ab 10 Jahren und wie immer Pet Printed, heißt, hier haben wir keine Sticker und auch die Anleitung ist hier innerhalb der EU gedruckt worden. Wie folgt bauen wir natürlich mit Kobi-Anleitung ganz einfach. Wir fangen hier mit der Tüte an, reißen die auf, verteilen die uns nach Farben, Formen, wie immer ihr das möchtet, und klemmen drauf los. Wir beachten natürlich zuerst hier oben diese kleine Legende, damit wir wissen, welche Brackets, Slopes, Teils, wie auch immer wir benutzen müssen. Der aktuelle Baustep ist immer farblich, das seht ihr hier, dass der hervorige Baustep dann immer ausgegraut ist. Erkennen wir ganz einfach, weil 1 ist hier farblich. Wir haben keine Seitenzahlen, wir arbeiten uns von Baustep zu Baustep durch und wechseln halt die Tüten, je nachdem, wenn die Steine leer sind. Welche Steine wir brauchen, sehen wir immer hier in diesen kleinen Rechtecken, und Pfeile weisen uns den Weg, beziehungsweise haben wir auch so kleine Anlegehilfen. Nach 1310 Steinchen und 214 Bausteps später haben wir dann unser Fahrzeug fertig. Ich habe schon mal geschaut. Hier seht ihr es, 214. Das ist nämlich dann das Typenschild.
211 ist, wenn wir die Schürzen an unseren Panzer IV anbringen. Auf den letzten Seiten dann ausschließlich die Teileübersicht und eine kleine Hilfe auch nochmal, wie wir die Minifiguren zusammenbauen. Bei dieser Teileübersicht ist immer ganz gut, wenn euch ein Teil fehlt, weil dann könnt ihr hier unten gleich bei Kobi das monieren und hier findet ihr die Social Media Kanäle. Ich habe hier oben mal für euch verlinkt meine kleine Kobi Playlist, wobei so klein ist die gar nicht. Auf dem i, da findet ihr alle meine vergangenen Kobi Reviews. Aber Freunde, wir wollen ja gar nicht so viel in die Vergangenheit schlendern, außer natürlich faktentechnisch. Ich baue für euch jetzt den Panzerkampfwagen 4 in der Ausführung H. Möchte euch erwähnen, das habt ihr auch bei den Infokarten, bekommt ihr das mit hier bei meinem Video, dass wir ja auch noch hier die 2592 haben, nämlich den Panzer 4 in der Ausführung G. Versteht dieses Video so ein bisschen als Review für beide Sets, auch wenn dieses erst noch rauskommt, Stand jetzt. Dieses Video ist ja Juli 2024 aufgenommen und das Fahrzeug kommt im August 2024, aber die Ausführung G ist grob hier bei Kobi einfach nur ohne die Schürzen. Fakten bekommt ihr trotzdem bei der Infocard. Auch die Unterschiede zwischen den Versionen und sprechen wir auch nachher noch beim Review. Freunde, also euch viel Spaß bei den Fakten und mir beim Klemmen. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über das historische Vorbild des Kobi-Sets, welches ich hier heute für euch baue. Der Panzer IV, einer der wichtigsten Kampfpanzer der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, wurde im Jahr 1937 von der Firma Krupp entwickelt und produziert. Ursprünglich als Unterstützungsfahrzeug für die Infanterie konzipiert, entwickelte sich der Panzer IV zu einem vielseitigen und robusten Hauptkampfpanzer, der in verschiedenen Modellen und Varianten während des gesamten Krieges eingesetzt wurde. Der Panzer IV wog etwa 25 Tonnen und war mit einer 75 mm Kanone bewaffnet. Seine erste Serienversion, der Panzer IV Ausführung A, war mit einer kurzen 75 mm KWK 37L 24 Kanone ausgerüstet. Diese Kanone war besonders effektiv gegen Infanterie und leicht gepanzerte Ziele. Spätere Modelle, insbesondere ab der Ausführung F2, wurden mit der längeren und leistungsstärkeren 75 mm KWK 40L43 Kanone ausgestattet, die auch gegen feindliche Panzer effektiv war. Der Panzer IV hatte eine Besatzung von 5 Mann: Fahrer, Funker, Richtschütze, Ladeschütze und Kommandant. Die Panzerung des Fahrzeugs variierte je nach Modell und Produktionszeitraum. Die frühe Ausführung A hatte eine maximale Panzerung von 14,5 mm, während spätere Modelle wie der Panzer IV Ausführung H mit einer bis zu 80 mm dicken Frontpanzerung ausgestattet waren, was den Schutz gegen feindliche Panzerabwehrwaffen erheblich verbesserte. Ein bedeutender Vorteil des Panzer IV war seine Zuverlässigkeit und die einfache Wartung. Die Fahrzeugkonstruktion erlaubte schnelle und effiziente Reparaturen, was im harten Kriegsalltag von großem Vorteil war. Darüber hinaus war der Panzer IV mit einem Maybach HL 120 TRM 12-Zylinder-Motor ausgestattet, der 300 PS leistete und dem Fahrzeug eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 40 km pro Stunde auf der Straße und 20 km pro Stunde im Gelände ermöglichte. Die Produktion des Panzer IV lief von 1937 bis 1945 und insgesamt wurden etwa 8.800 Einheiten gebaut. Während dieser Zeit wurden zahlreiche Varianten entwickelt, die unterschiedliche Rollen und Anforderungen erfüllten. Neben dem Standardkampfpanzer gab es auch Versionen als Sturmgeschütz, Brückenleger, Bergepanzer und Flakpanzer. Im Verlauf des Krieges stellte sich der Panzer IV als äußerst flexibel heraus. Er wurde an allen Fronten eingesetzt: in Polen, Frankreich, Nordafrika, der Sowjetunion und in Italien.
Besonders in den frühen Kriegsjahren spielte der Panzer IV eine zentrale Rolle in den Blitzkriegen der Wehrmacht. Seine Fähigkeit, sowohl Infanterie zu unterstützen als auch feindliche Panzer zu bekämpfen, machte ihn zu einem wertvollen Bestandteil der deutschen Panzertruppen. Die Weiterentwicklung und Verbesserung des Panzer IV war eine ständige Notwendigkeit angesichts der sich ändernden Kriegsbedingungen und der zunehmenden Stärke der alliierten Panzer. Trotz der Einführung neuerer und schwererer Panzer wie des Panzer V Panther und des Panzer VI Tiger blieb der Panzer IV aufgrund seiner Stückzahlen und Vielseitigkeit ein Rückgrat der deutschen Panzerverbände. Der Panzer IV war nicht nur ein Symbol deutscher Ingenieurskunst, sondern auch ein Beispiel für die strategische und taktische Anpassungsfähigkeit im Krieg. Seine Entwicklungsgeschichte und seine vielfältigen Einsätze spiegeln die Herausforderungen und Innovationen des Zweiten Weltkriegs wider. Auch nach Kriegsende beeinflusste der Panzer IV die Panzerentwicklung weltweit und einige Einheiten wurden noch bis in die 50er Jahre von anderen Ländern genutzt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Panzer IV durch seine robuste Konstruktion, vielseitige Einsatzfähigkeit und kontinuierliche Weiterentwicklung eine bedeutende Rolle in den Panzertruppen der Wehrmacht spielte. Trotz der technischen Überlegenheit späterer Panzer blieb der Panzer IV aufgrund seiner Verfügbarkeit und Anpassungsfähigkeit bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs ein unverzichtbares Werkzeug der deutschen Streitkräfte. Ja, Freunde, das waren die Fakten zum historischen Vorbild. Schauen wir nun, was wir für Klemmbaustein-Fakten beim eigentlichen Review des Kobi-Sets 2591 der aktuellen Limited Edition finden. Viel Spaß dabei! Nach 4 Stunden und 2 Minuten Bauzeit steht er da, unser Panzerkampfwagen 4 in der Ausführung H, die aktuelle Limited Edition, 1310 Teile schwer mit 3 Minifiguren im Maßstab 1:28 aus der Historic Collection World War II, natürlich von Kobi. Und ihr seht hier, es steht nicht nur das Fahrzeug auf dem Bautisch, sondern ich habe mal in meiner Panzer IV Sammlung gekramt, natürlich alle Sets aus dem Hause Kobi, und habe die auf meinen Bautisch versammelt. Und zu fast jedem dieser Sets gibt es sogar ein Video, findet ihr dann natürlich hier oben auf dem i auf meiner Kobi Playlist. Nur dieses graue Ungetüm da hinten, das habe ich nicht als Video. Vielleicht machen wir da auch noch mal eins, wer weiß, wer weiß. Auch nicht wundern, früher habe ich immer ganz gerne Figuren, die aus Dänemark kommen, in meine Kobi-Panzerchen gesteckt. Das ist mittlerweile anders. Aber Freunde, ich wollte euch unbedingt hier den Panzer IV mal in seiner ganzen Kobi-Entwicklung präsentieren, auch weil das erste oder eines der ersten Videos aus dem Hause Kobi bei mir auf dem Kanal ein Panzer IV war, nämlich dieses Set hier, die 2508 Anton. Genau dieses Fahrzeug hier, deswegen haben wir auch ein bisschen Staub hier drauf. Ihr seht hier hinten die Version 2508, das ist die mit Schürzen und deswegen passt dieser Karton auch ganz gut, der auch noch verschlossen ist, und irgendwann bauen wir dieses Set einmal hier auf dem Kanal, aber zurzeit wollen wir ja über diese Version sprechen, über den Panzer IV, den aktuellen Stand August 2024. Und ich muss euch sagen, dieses Set hat mir richtig Spaß gemacht zu bauen. Zurzeit sogar mein Lieblingsmodell. Klar, es ist ein Panzer IV. Ich habe damit familiären Bezug, weil mein Großvater auf einen Panzer IV gedient hat und es deswegen so eine gewisse Art mein Lieblingspanzer ist. Aber auch diese ganzen Bautechniken, das ist einfach zurzeit mein schönes Set. Und warum, weshalb, wieso das mein schönstes Panzerchen ist, da kommen wir gleich dazu. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen satt, wenn es um das Bauen von Tigerpanzern aus dem Hause Kobi geht. Wir vergleichen die aber gleich nochmal so ein bisschen, damit ihr auch wisst, warum ich dieses Fahrzeug so toll finde. Erst einmal, ihr müsst euch ja keine Limited Edition kaufen. Ich habe euch eine Infocard ja mit in dieses Video gepackt, wo ihr alle Fakten zu der normalen Version ohne Schürzen bekommt. Ich packe jetzt mal hier die Panzer IV, die wir nicht besprechen wollen, mal kurz aus dem Video. Ich wollte sie euch nur einmal zeigen. Hier nochmal mein Lieblingsset, eigentlich mein Alltime-Lieblingsset, weil es mein erstes war, der Panzer IV hier, die F1 G- oder H-Version. Hier natürlich die H-Version gebaut. Geht an die Seite, aber ich wollte es euch einmal nochmal zeigen. Und wenn ihr Bock auf Retro-Blockstar habt, guckt ihr auch in der Kobi-Playlist nach, beziehungsweise generell auf meinem Kanal. Das ist hier eines meiner ältesten Videos. Aber wir wollen uns ja diesen dicken Schinken hier angucken und dafür fahren wir diesen
großen, dicken, grauen Schinken aus dem Video. Das ist auch krass, wie Kobi das damals gebaut hat. Richtig krass, richtig breit und richtig schwer. Fast so schwer wie hier unsere 1:28 Version, die ich jetzt gleich mit euch besprechen möchte. Fangen wir erstmal an, vorab. Die Anleitung, alles easy. Da gab es eigentlich nichts Großartiges, wo ich mich darüber beschweren kann. Ganz im Gegenteil, ich finde sogar einige erfrischende Hinweise in der Anleitung, die versteckt drin stecken. Erst einmal noch ganz kurz hier das Zertifikat. Das packen wir mal kurz nach da hinten. Ich finde die Bauweise mit dem Fahrwerk, die kennen wir ja bei den 1:35ern schon und auch bei einigen 1:28er Sets hier quasi einfach mit Brackets gebaut. Ganz cool, aber was ich schön finde, ist, dass wir farbige Schritte haben quasi, dass wir einen Farbcode haben, damit wir auch später wissen, wo wir die Räder anklemmen. Und das zeige ich euch gleich, wenn die Räder ins Spiel kommen. Ah, hier sind überall noch nicht die Räder. So, wir haben es gleich da. Ihr seht jetzt hier gleich die Räder und ich zeige euch gleich was von unten bei dem Panzerchen. Dann wisst ihr, was ich meine. Ich packe die Anleitung mal aus dem Bild, denn sie ist etwas groß. Wir wollen uns ja auf dieses Fahrzeug konzentrieren, beziehungsweise packe ich mal trotzdem als Fixpunkt hier unseren 007 Tiger, den Wittmann Tiger, die 2587 einfach mal ins Bild, damit ihr mal einen Größenvergleich bekommt im Maßstab 1:28. Größenvergleich, große Tüte mit Steinen, die über sind, hier ein bisschen Kleinzeug, ein paar Bügelperlen, Kettenglieder und hier sogar einen richtigen Brick. Ja, alles Standard bei Limited Editions. Ach ja, und wir haben hier Munition für unsere Panzerschreck, da kommen wir gleich noch zu. Hier die Granaten, die habe ich jetzt mal in die Tüte gepackt, weil sonst fliegen die nur rum. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch gleich die Figuren an, bevor wir zum Panzer kommen, weil ich euch gerade die Granaten gezeigt habe. Hier haben wir, und ich baue mir den auf einen kleinen Stand, einen unserer Fallschirmjäger mit Panzerschreck. Er hat einen verbundenen Kopf. Er geht gar nicht so gut ab, die Noppen hängen so gut. Ja, ich zeige es euch ja eh rechts nochmal als Grafik. Also er hat hier einen verwundeten Kopf, hat Schrammen, hat wirklich tolle Drucke, richtig tolle Drucke. Also man weiß gar nicht, wo man da hingucken soll. Zuerst mit Dienstglas, mit Munition, mit hier Y-Riemen hinten, mit Brotbeutel, Trinkflasche. Also richtig gut bedruckte Figuren. Also da wird Kobi immer besser, immer detailreicher und das ist auch der Grund, warum ich diese Figuren immer mehr zu schätzen weiß. Dann dieser Fallschirmjäger-Helm, die MP40 und die Panzerschreck. Dann schauen wir uns den nächsten Fallschirmjäger an. Ups, da fällt sein Gewehr aus der Hand, nämlich hier sein Scharfschützengewehr. Und dieser Herr hat einen 3-Tage-Bart, sieht ein bisschen so aus wie ich, wenn ich nicht rasiert bin da und auch tolle Drucke. Da ist sogar ein Teil seiner Tasche quasi über das Hoheitsabzeichen, hier den Adler auf der Brusttasche geschwungen. Er schaut grimmig drein, hat auch eine richtig toll bedruckte Koppel, graue Hose, schwarze Schüchen und richtig toll bedruckt auch hier an den Ärmeln und da das Zeichen der Luftwaffe. Also eine richtig toll bedruckte Figur und auch hinten hier mit Wasserflasche und Y-Riemen richtig cool. Und hier das Gewehr 43, meine ich, in der Scharfschützenversion. Habt ihr gewusst, dass bei den deutschen Fallschirmjägern die Gewehre, die Bewaffnung separat abgeschmissen wurden und somit ja viele Fallschirmjäger gestorben sind, weil sie sich aus der Luft nicht verteidigen konnten? Das ist ein Fakt, ja, den habe ich bei der Recherche für dieses Video herausgefunden. Also hier ein grimmig reinguckender Mensch und ich finde es cool, dass Kobi hier so einen Riemen im Gesicht richtig schön bis hinten rum gedruckt hat. Hammer. Ja, und dann natürlich unsere Panzerbefehligungseinheit als Minifigur. Der Panzerkommandant natürlich wartet. So, mir ist gerade hier das Headset bzw. die Kopfhörer verrutscht und das ist auch eine richtig toll bedruckte Figur. Hier gehen irgendwelche, ja, Umhänge, ich weiß nicht, was es sein soll, ob das vielleicht Lederriemen sein soll, für das Dienstglas, was er in der Hand hält. Aber wir haben hier schön diesen grünen Overall. Wir haben trotzdem, hier sehen wir die rosa Litzen und auch hier auf seinem Schiffchen. Er guckt ganz angespannt rein. Schön bedrucktes Gesicht, blaue Augen, weiße Zähne und von hinten dafür dann nicht bedruckt, aber trotzdem 3 tolle Figuren hier mit Dienstglas, was
Kobi uns bei diesem Set mit beigelegt hat oder die Kobi uns mit beigelegt hat. Dann haben wir, und da kann die Kamera ruhig noch hier fokussiert bleiben, natürlich die Stands hier für das Set. Ihr seht es ja hinten am Zertifikat da, wenn die Kamera scharf schaltet, dass wir die 297 haben und deswegen finden wir sie auch hier auf dem gelaserten Typenschild drauf, die 297. Das ist bei Kobi ja so, da haben wir es. Maßstab 1:28, Panzerkampfwagen 4 in der Ausführung H. Und dann haben wir natürlich noch unseren Motorträger, den baue ich gleich für euch aus. Den Maybach HL 120 TRN. Aber jetzt schauen wir uns das Fahrzeug an und darauf soll die Kamera fokussieren, denn es gefällt mir richtig gut. Erst einmal, es rollt, naja, so lala, einfach aus dem Grund, weil wir hier auf meinem Bautisch eigentlich nur Fahrzeuge gut rollen. Der ist sehr glatt. Die großen Ketten haben, so wie hier unser Tiger. Bei diesen mittleren Ketten geht es nicht so gut, aber ich kann euch versprechen, es rollt trotzdem sehr, sehr gut hier das Laufwerk unseres Panzer 4. Sieht auch sehr gut aus, also es geht sehr flüssig. Sehr, sehr toll finde ich das gebaute Muster, dieses Senf-Ockergelb, dieses Grün und dieses Rot-Rostbraun ist einfach der Hammer. Wir haben sehr viele Drucke, wir haben hier die Hoheitsabzeichen und Luken und Nummern, sowie natürlich hier diverse Luken aufgedruckt. Hier die Luken, da die Sicht, der Sitzschlicht, der Sichtschlitz vielmehr hier mit dem Panzerglas und hier auch wieder Luken bedruckt auf diesen Slopes. Richtig Hammer und auch von hinten haben wir hier die Nummer und das Balkenkreuz gedruckt. Richtig, richtig cool. Was ich vorhin meinte mit den Rädern und den Farbcode, wo man sich dran orientieren kann, ist nämlich hier von unten. Ich muss mal den Turm festhalten, sonst fällt er raus. Da seht ihr es. Daran kann man sich ein bisschen orientieren. Das finde ich ziemlich cool, dass hier die Farbgebung durchgezogen wurde. Ihr seht, die Tarnung ist so, als hätten sie das Fahrzeug auch von unten lackiert, was natürlich Quatsch ist. Aber Highlight ist natürlich neben den ganzen Zubehör, ihr seht es hier, überall haben wir was, ist, dass wir zum ersten Mal bei einem Nicht-Tiger oder russischen Panzer den Turm auch abnehmen können und dann können wir ins Innere schauen. Und da sehen wir auch Antriebswelle für den Turm angedacht hier. Wir sehen hier wahrscheinlich auch Batterien und Kästen. Da haben wir auch Kästen verbaut. Ich packe es extra so auf den Kopf. Und hier die Munition und auch wieder Kästen. Richtig cool. Und generell die ganze Bautechnik dieses Turmkranzes ist ja liegend, wieder mit Brackets gemacht, draufgedrückt. Also es ist von oben nach unten gebaut, so liegend. Das gefällt mir richtig gut. Auch toll hier diese Klappen, die Luken, die wir in der Bautechnik auch so ähnlich schon bei den Elefanten bzw. Ferdinands hatten. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und auch sehr gut ist, dass wir hier so ein schönes Heck bekommen, sehr detailliert, aber im Heck verbirgt sich der Motor und den können wir relativ easy hier mit der Klappe rausnehmen. Ich ziehe nach hinten die Klappe, die hängt an einer Noppe. Da ist die Noppe und da ist der Motor und da haben wir auch noch Drucke. Und der Motor ist hier angedeutet mit einem Kühler an einer Hingeplate. Die können wir einfach nach oben drücken und dann haben wir noch mehr vom Motor. Und ich mag dieses Orange-Braun, das so ein bisschen nach Rost bzw. Schutzfarbe aussieht. Und da sehen wir dann den Motor, den wir relativ leicht durch diese Rohrkonstruktion auch rausnehmen können. Sehr easy, das geht auch viel einfacher als bei den Tiger-Modellen. Und dann haben wir hier unseren Maybach Motor, richtig cool, auch hier bedruckt. Und den packen wir dann auf unseren Stand. Tada! Und jetzt haben wir wieder einen weiteren Maybach Motor auf einen Stand. Ich habe es schon mal gesagt, durch diese ganzen Kobi Limited Editions mit den Motoren werde ich hier irgendwann noch mal zum größten Maybach Motor Klemmbaustein Sammlungsinhaber, habe ich das Gefühl. Trotzdem ja ganz cool. Und noch cooler wird es jetzt, Freunde, denn wir können ja hier in den Turm reinschauen. Natürlich maßstabsgetreu ist was anderes, aber wir haben hier Munition schon drin und wir haben hier technisches Gerödel. Beim Panzer 4 weiß ich es jetzt gerade leider nicht so ganz genau. Beim Tiger kenne ich mich mittlerweile besser aus, was ist, aber es sieht schon sehr cool aus, was wir hier da haben. Und wir können es relativ easy wieder in den Turm reinpacken und beziehungsweise in die Turmvorbereitung hier beim Panzer und können den Turm dann drehen. So, zack, 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 da haben wir es. Und
generell einfach die Farbkombi passt hier bei diesem Fahrzeug ganz, ganz besonders. Ich mag das. Die letzten Panzer kamen ja alle so natürlich, aber hier bei diesem Panzer 4, gerade in der Ausführung H, macht das richtig was her. Und jetzt kriegt er noch einmal, wie ich euch ja von Anfang an zeigen wollte, den Panzer 4 mal im Vergleich mit dem Tiger 1. Und ich finde, die beiden machen doch wirklich was zusammen her. Also ich hoffe, dass ihr vielleicht hier entweder die normale Version oder halt auch die Limited Edition mit einem dieser Tiger bei euch ins Regal stellt, weil das sind einfach zwei wirklich tolle Kobi-Modelle. Und der hat mir vom Bauen jetzt richtig Spaß gemacht. Vielleicht einfach auch, da wiederhole ich mich gerne, weil ich in letzter Zeit zu viele Tiger gebaut habe und so ein kleines Herz habe für den Panzer 4. Und ich habe euch noch gar nicht diese tolle Front gezeigt. Hier mit diesem Stab und dahinter dann die Kette geklemmt. Das sieht einfach richtig cool aus. Ich würde ja gerne jetzt hier die Schürzenkonstruktion abmachen. Was mache ich auch für euch? Ist immer nur ein bisschen Pain in the Ass, wie man so schön sagt, denn die hat ein paar Schwachstellen. Die ist nicht logisch durchgebaut. Bei manchen hört der Stein hier auf und meistens geht sie kaputt, wenn ihr sie abmacht. Ihr seht es hier, da bricht es nach außen, weil da, oh, jetzt ging es ganz gut, weil wir da hier an C-Clamps die Schürzen haben. Und Highlight ist natürlich auch hier das Fahrwerk, das wir so dann ja auch beim Wirbelwind bekommen. Hier diese Radaufhängung, das sieht richtig klasse aus. So, jetzt nehme ich für euch aber auch nochmal an der anderen Seite die Schürze ab. Und da meine ich das, da geht es dann so leicht kaputt. Da muss man aufpassen. Also es ist relativ tricky, hier diese Schürzen an- und abzubauen, weil dann bricht sie auseinander. Ich würde das Fahrzeug auch nie an den Schürzen anfassen, sondern immer versuchen, hier unten anzuheben oder von hinten so an den Popo. Dann könnt ihr das Fahrzeug so hochhalten. Und jetzt seht ihr nochmal von der Seite hier auch die Ersatzräder. Richtig cool. Und ich zittere ein bisschen, weil das Fahrzeug in einer Hand zu halten ist schon nicht ganz so leicht. Man merkt ein bisschen Gewicht, dass da wirklich 1310 Steinchen drin hocken. Aber es ist es wirklich wert. Es hat mir so Spaß gemacht zu bauen. Und jetzt sieht man auch hier noch den Gefechtsscheinwerfer, so den Marscheinwerfer, richtig cool bedruckt. Also ich bin hin und weg, Freunde, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, natürlich ist der Preis hier ein riesengroßer Faktor und ich habe halt ein Herz für einen Panzer 4. Deswegen liebe ich dieses Modell hier einfach. Es musste in meine Sammlung und ja, um euch noch mehr von diesem Set zu zeigen, bitte ich euch einfach dran zu bleiben, denn ihr bekommt jetzt noch mal ein paar Detailfotos. Ja, Freunde, wie immer an dieser Stelle und gerade auch bei so einem besonderen Set habt ihr hier noch einmal die Möglichkeit, anhand von Detailbildern euch selber einen Eindruck vom Kobi-Set 2591 beziehungsweise sogar ein bisschen vom Kobi-Set 2592 zu machen, denn am Ende habe ich natürlich bei den Bildern einmal die Schürzen abgenommen. Ich wollte euch aber noch ein paar Fakten zu den Fallschirmjägern der deutschen Wehrmacht mit auf den Weg geben, wobei Wehrmacht hier nur teilrichtig ist, denn die Fallschirmjäger im Zweiten Weltkrieg, die deutschen Elitetruppen, unterstanden direkt der Luftwaffe, aber die Luftwaffe war ja eine Teilstreitkraft der Wehrmacht. Aber das zeugte noch einmal von ihrem besonderen Stellenwert, also operativ hat die Luftwaffe die Fallschirmjäger befehligt. Diese Fallschirmtruppe kann man wirklich als Elite bezeichnen, denn sie haben an besonderen Operationen teilgenommen, zum Beispiel Anfang des Krieges bei der Eroberung der als uneinnehmbar geltenden Festung Eben Emael in Belgien und natürlich legendär bei der Schlacht um Kreta, bei der sogar der Schwergewichtsweltmeister Max Schmeling mitgekämpft hat. Diese Elitetruppe umfasste am Anfang um die 7000 Soldaten. Während des Krieges wuchs die Zahl von schätzungsweise 60.000 bis 80.000 Fallschirmjäger. Und ich verlinke euch unter diesem Video bzw. in der Videobeschreibung von meinem lieben Kumpel Sascha von Barkhaft von seinem Kanal eine Reihe zu den grünen Teufel von Monte Cassino. Diese Truppe waren ja auch Fallschirmjäger. Könnt ihr euch gerne dort einmal anhören und lasst doch gerne einen Kommentar mit Gruß von mir beim Sascha. So Freunde, das waren jetzt nochmal ein paar Fakten und Detailbilder. Schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass ich meine Begeisterung ausdrücken kann für dieses Set. Das Interessante ist, und das wisst ihr nicht, ich habe es aber in vielen alten Videos schon einmal erklärt, mein Großvater hat Panzermodelle aus
Holz gebaut. Und er hat mir mal für mich als kleinen Jungen einen sehr, sehr großen Panzer, ich würde auch fast sagen 1:12, aus Holz und Knochenleim gebaut. Und das war natürlich ein Panzer IV, der genau diese Tarnstruktur, diese Tarnfarben auch so hatte. Ich werde demnächst in meine Heimatstadt fahren und ich werde mal gucken, ob ich dann Bilder für euch auftreiben kann, denn diese Holzpanzer stehen in der Kaserne meines Geburtsortes, in den Raum, der für die dortige Reservistenkameradschaft bereitgestellt ist. Also ich hoffe, dass ich euch mal irgendwann diese Bilder oder vielleicht sogar diese Panzer, meine Erbstücke, dann zeigen kann, die ich halt der RK dort überlassen habe. Ich mag das Set, weil es eine tolle Weiterentwicklung ist für meinen Kanal sowieso hier von dem ersten Kobi Panzer IV, den ich euch gezeigt habe, also nicht den ersten generell, sondern hier auf meinem Kanal zu diesem Set. Und der Panzer IV ist nun mal das Arbeitstier gewesen. Klar hatten wir jetzt viele Tiger-Varianten, wahrscheinlich wird auch irgendwann ein Panther so kommen, aber diesen Panzer IV hier, den mag ich einfach. Der Preis ist relativ hoch. Ich würde euch auch sagen, wenn ihr die Schürzen nicht braucht, wenn ihr nicht die H-Version bauen wollt, dann kauft euch vielleicht die normale Version, wobei die ja auch schon nur ein Heiermann unter 100 € bei Kobi zu kriegen ist. Hammer sind aber dafür auch die Figuren, die bei Kobi immer besser werden, wenn ich da an die Figuren denke, die ich beim Kubus gesehen habe und jetzt hier die Fallschirmjäger, einfach nur klasse. Also da werden diese Figuren immer akkurater. Nur ein eigenes Figurenpack mit solchen Fallschirmjägern, die würde ich mir wünschen. Oder vielleicht kommt ja irgendwann noch mal eine Neuauflage der Ju-52, vielleicht dann ja auch mit ein paar Fallschirmjägerfiguren. Ich weiß, dass diese Figuren eigentlich bei Leuten, die Militäria bauen, aus Klemmbausteinen oder sowas, sehr, sehr gefragt sind. Ja, Freunde, jetzt seid ihr gefragt. Gebt mir mal euer Feedback bitte unten in die Kommentare zum Set, zum Video. Und welches ist denn euer liebstes Fahrzeug, das Catnut? Ich würde mich freuen, wenn ihr mir diese Fragen unten in den Kommentaren beantworten oder stellen würdet. Und wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, auch immer unten rein in die Kommentare. Ich gebe euch ein dickes Herz, eine 8 für euch in die Kommentare. Und da wir hier einen Panzer haben, der ja auch nur ein Auto ist, egal ob der nun Marder Maus oder Panzer Fiat, wünsche ich euch wie immer eine gute Fahrt. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blogstar.